Dann brachten sie uns zur Polizeiwache auf der Insel. Wir gingen zu Fuß wie eine geschlagene Gruppe von einem Ort zum nächsten, bis wir in einer Reihe standen und die nächste Geschichte begann. »Gebt uns eure Reisepässe!« Ehrlich gesagt, ich war der Unwissendste von allen, was diese Verfahren betraf. Denn manche liebten das Reisen und kannten diese Wege gut, aber ich hatte weder Erfahrung noch großes Interesse am Reisen, geschweige denn an Europa, das mir vorher nie in den Sinn kam. Doch gepriesen sei Allah, heute liebe ich dieses Land, Österreich, wie mein zweites, ja sogar mein teuerstes Heimatland. Es ist das Land, in dem wir Unterstützung und Hilfe fanden. Es ist meine Pflicht, dieses Land mit meinem Leben zu verteidigen. Wenn ein Terrorist hierher käme, wäre ich der Erste, der ihn bekämpft und sich ihm entgegenstellt. Dank Gottes Gnade hatte ich immer eine besondere Fähigkeit, Sprachen zu verstehen und ihre Schönheiten zu erfassen. So begann ich meinen YouTube-Kanal, um die deutsche Sprache zu erforschen. Es war eine einzigartige Erfahrung, die mir Türen öffnete, die vorher verschlossen waren. Diese Leidenschaft beeinflusste sogar meine Beziehung zur englischen Sprache, die ich zuvor gut beherrschte. Doch durch meine tiefe Anziehung zur deutschen Sprache entwickelte ich eine Abneigung gegen Englisch, sodass ich unbewusst viele ihrer Vokabeln vergaß. Die Gruppe, mit der ich unterwegs war, gab mir einen Rat, der zunächst humorvoll erschien, aber einen realistischen Kern hatte. Sprich nicht mit ihnen auf Englisch. Lass sie nicht wissen, dass du Englisch kannst. Das wird uns nicht helfen. Wenn wir in ihren Augen unwissend wirken, werden sie uns weniger befragen und unsere Angelegenheiten laufen reibungsloser. Sie hatten ihre eigenen Theorien, die sie als unantastbare Wahrheiten betrachteten. Und ich spreche hier nicht von Quantenphysik oder Einsteins Genialität, sondern von ihren Geschichten über die Bedeutung der Flucht nach Europa. Entschuldigung, aber diese Erzählungen fand ich wenig überzeugend. Stell dir vor, diese Menschen in Griechenland empfingen uns, obwohl wir praktisch ihr Land überrannten. Und dennoch lächelten sie und hießen uns willkommen, als wären wir Gäste in einem Ferienort und keine Gruppe von Migranten, die ohne Einladung auftauchte. Erst später verstand ich die Bedeutung dieser Situation. In einem fremden Land zu sein, ohne die Zustimmung seiner Bürger, war ein Zustand, der mir stets Unbehagen bereitete. Ich mochte diese Atmosphäre grundsätzlich nicht, doch hier waren wir mitten in einem Strudel, den wir begonnen hatten und durch den wir uns jetzt weiterkämpfen mussten. Es war jedoch befremdlich, dass meine Begleiter mich dazu drängten zu lügen und so zu tun, als ob wir nichts verstünden und unwissend wären. Ich sagte ihnen, diese Leute haben uns empfangen, sie haben ein Recht darauf zu wissen, wer wir sind und wo unsere Pässe sind. Sie haben uns aufgenommen und ihr wollt sie anlügen und vorgeben, unwissend zu sein? Wie kann eine ganze Gruppe von Flüchtlingen, hauptsächlich Syrer, alle unwissend sein und keiner von ihnen ein Wort Englisch sprechen? Was für eine Verzerrung unseres Landes! All dieser Unsinn gefiel mir überhaupt nicht, also war ich fast der Einzige, der mit ihnen auf Englisch sprach. Ich wurde zu ihrem Übersetzer und Vermittler bei allen Angelegenheiten, die unsere Dokumente und Pässe betrafen. Später brachten sie uns in ein Zelt, das für etwa die Hälfte unserer Gruppe ausreichte. Doch wir waren 50 Personen, Männer und Frauen, alle zusammengepfercht wie in einer riesigen Sardinenbüchse. Ich konnte die Enge nicht ertragen, also suchte ich draußen unter einer Treppenöffnung einen ruhigeren Ort, um ein paar Minuten Ruhe und Schlaf zu finden. Aber es war keine Möglichkeit dafür. Diese Nacht war anstrengend, der Wind schlug mir ins Gesicht auf dem Hof dieses Zentrums und ich sah die kranke Frau in unserer Gruppe leiden und in der Kälte stöhnen. Ich bat alle Mitarbeiter der Hilfsorganisationen und der Vereinten Nationen, ihr zu helfen, und nach mehreren Versuchen brachten sie schließlich in einen warmen Raum im oberen Stockwerk, der früher ein Gefängnis gewesen war, zusammen mit anderen Kranken. Das beruhigte mich für sie. Aber dieser Komfort währte nicht lange, denn wir wurden erneut an einen anderen Ort gebracht, in ein großes Gefängnis. Welch Ironie! Es war mein zweiter Besuch in einem Gefängnis. Das erste Mal geschah dies in Jordanien, als ich die erlaubte Aufenthaltsdauer überschritten hatte, und ich wurde für 3 Tage in ein Aufenthaltsgefängnis eingesperrt. Nach diesen 3 Tagen erhielten wir eine Asylgenehmigung, die uns erlaubte, uns in Griechenland frei zu bewegen, sodass das Gefängnis für uns zu einem kostenlosen Hotel wurde. Ja, sie gaben uns Decken und Matratzen und die Behandlung war erstaunlich respektvoll.
Die Beamten verließen ihre Büros und fanden die Kleidung und nassen Socken der Flüchtlinge, die zum Trocknen an ihren Motorrädern aufgehängt waren. Dafür gebührt ihnen großer Dank, dass sie diesen Anblick ertrugen. Hinzu kam, dass einige Syrer in unserer Gruppe nachts singen und laut schreien wollten, was uns sehr störte. Wie viel mehr musste es die griechischen Beamten genervt haben? Einige Menschen sind schlecht erzogen und unvernünftig. Wegen dieser Leute brachte die Polizei die Männer ins Gefängnis, nachdem wir zuvor in einem Hof saßen und die frische Luft und die Freiheit der Bewegung genossen hatten. Die Frauen durften jedoch im Hof bleiben. Ich saß an einem kleinen Fenster der Zelle, atmete die reine Luft, fern von Zigarettenrauch. Ein Beamter betrat das Gefängnis und fragte uns in einem freundlichen Ton: »Brauchen Sie etwas? Wasser? Kekse? Essen?« Doch leider ließen einige meiner Mitgefangenen keine Gelegenheit aus, ihn zu beleidigen, als wäre es ihre liebste Beschäftigung. Sie beschimpften ihn mit den übelsten sexuellen Beleidigungen. Verwundert fragte ich sie: »Leute, der Mann behandelt euch in seinem Land mit Respekt und Geduld. Reicht es nicht, dass wir wegen eures unaufhörlichen Geschreis im Gefängnis sitzen?« Einer von ihnen antwortete ganz gelassen: »Er versteht doch kein Arabisch.« Da wurde mir klar, dass solche Denkweisen eine größere Gefahr für uns darstellen als alles andere. Was für eine absurde Logik. Nach 3 Tagen wurden wir aus dem Gefängnis entlassen. Ich mietete ein Zimmer für eine Nacht in einem Hotel und nahm dann ein Schiff nach Athen. Dort verbrachte ich 2 Wochen auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Schleuser, nachdem ich das erste Mal betrogen worden war. Aber Gott sei Dank hat mich unser Herr nach 2 Wochen gesegnet und ich fand einen ägyptischen Schleuser, der wie ein Engel wirkte im Vergleich zu seinen Vorgängern, auch wenn er nicht auf die berufliche Täuschung verzichten konnte, die alle Schleuser zu beherrschen scheinen. Nach etwa 20 Tagen verabredeten wir uns in einem Hotel an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien, wo wir uns auf den nächtlichen Aufbruch vorbereiteten. Ich hatte eine kleine Tasche bei mir, die das Wertvollste enthielt, was ich besaß. Akten von Patienten, die ich in Syrien mit meiner medizinischen Sportmethode behandelt hatte, präzise Daten zu Fällen von Lähmungen und Bandscheibenvorfällen, die ich erfolgreich therapiert hatte. Leider sollte diese Tasche nicht mit mir überleben, aus folgendem Grund. Als der Beauftragte des Schleusers zu mir kam und sagte: »Wie willst du diese Tasche tragen? Der Weg könnte schwierig sein. Lass sie hier und ich werde sie dir später zuschicken«, schien mir das einigermaßen logisch. Ich vertraute ihm und übergab ihm die Tasche. Als ich später nach ihr fragte, antwortete er mir kühl, dass die Tasche verloren gegangen sei und mit ihr meine ganze Arbeit. Es war eine echte Mafia, ohne jede Garantie, ohne einen Namen, und es gab keine Möglichkeit, Ansprüche geltend zu machen. Was die Sache noch schlimmer machte, war, dass dein Geist in solchen Situationen nur an das Überleben denkt. Du hast weder die Energie für Misstrauen noch für Verhandlungen. Dein Schicksal liegt in den Händen des Schleusers, der dich jederzeit an einem entlegenen Ort zurücklassen könnte. Nachdem er mir die Tasche abgenommen hatte und wir das Hotel verlassen hatten, brachte man uns zur Grenze, wo sich ein Restaurant befand, das niemand betrat, es sei denn aus einem bestimmten Grund, um auf eine Razzia der Polizei zu warten und dann wie Laborratten in einem Versuchsfeld zu fliehen. Wenn der Schleuser sagt: »Geh jetzt raus und versteck dich hinter dem Restaurant«, bleibt dir nichts anderes übrig, als strikt zu gehorchen. Wir gingen hinaus in einen verlassenen Raum voller Holz, ohne Dach, und blieben dort stundenlang in einer beißenden Kälte, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. In diesen langen Stunden mussten wir uns irgendetwas einfallen lassen, um uns zu beschäftigen und dem Erfrieren zu entgehen. Ich begann, einige Sportübungen zu machen, in der Hoffnung, meinen Körper warm zu halten. Aber wie viele Übungen kann man machen und wie lange? Die Nacht war endlos. Es war mein Glück, dass ich zu Beginn der Kälte ankam und nicht wie die nächste Gruppe, die inmitten des Winters unterwegs war, wo Schnee und Hoffnung auf Wärme nur Illusionen waren, die sich in Luft auflösten.